Gartner, Nucleus Research und andere geben Haufe X360 und Acumatica regelmäßig Bestnoten für ihre Benutzerfreundlichkeit. Ich bin Inga von S&R Software Partner und heute zeigen Tom und Dirk dir ihre Top 7 Funktionen, die Haufe X360 zu einem der benutzerfreundlichsten ERP-Systeme machen. Hallo Tom und hallo Dirk. Ja, danke Inga. Hi Tom. Moin Dirk, danke Inga. Wir beide sind heute da und zeigen die 7 Gründe, warum Haufe X360 und Acumatica ständig Preise abgreifen für ihre Benutzerführung und auch in den Rankings von Gartner und anderen so gut Genau. dastehen bezüglich der Neudeutsch Usability. Und da haben wir uns 7 Themen rausgeguckt. Mir ist es ein bisschen schwer gefallen. Ich hätte eigentlich noch mehr gefunden, aber 7 haben wir raus. Lass uns gleich in den ersten einsteigen. Lass uns mal das Menü zeigen. Wo finde ich das Menü? Das Menü findest du auf der linken Seite hier. Ja, Je nachdem, was in diesem Menü aktiviert ist, findet man sich auch als neuer Benutzer in dem Menübaum sehr einfach zurecht. Man hat ja, hier auf der linken Seite alle Menükacheln, die lizenziert sind. Und ja, so kann ich mir das Menü, je nachdem, was ich brauche, einfach zurechtklicken und sagen, ja, okay, das Projektcontrolling benötige ich noch. Dann ja. klickt man hier auf die Nadel und der Menübaum wird ergänzt. Ich brauche noch die Debitoren, ganz dringend. Ganz Die wichtig. Debitoren. Die Debitoren Ja. finden wir ja in den Kunden Hm. beziehungsweise im gesamten Debitorenstamm. Ja. Dann klickt man hier direkt auf die Nadel und zack, habe ich hier oben meine Debitoren. Und wenn wir jetzt in das Debitorenmenü reingehen, dann sehen Ja, wir, dann sehen wir alles, was mit den Debitoren irgendwie ja, nur zu tun haben könnte. ja. Ich finde, wenn ich jetzt schon länger mit X360 arbeite, nimmt das Menü ja relativ viel Platz weg, ne? Das kann so sein, das muss aber nicht so sein, weil zum einen habe ich hier unten die weniger Anzeigen-Schaltfläche, mit der ich Ja, mein Standardmenü schon zusammendampfen kann. Ich ja, kann das hier auch noch etwas verkleinern. Und ja. darüber hinaus gibt es noch das Thema der Favoriten, auf die wir da sicherlich gleich noch zu sprechen kommen. Ja, weil ich habe bei mir zum Beispiel links gibt es ja die Möglichkeit, das Menü sozusagen in eine ganz kleine, enge, kleine Spalte dann zu reduzieren. Genau. Ich kann das Menü auf- und Hm? zuklappen, sodass ich auf dem Bildschirm einfach mehr Platz habe, wenn man zum Ja, Beispiel, wie ich jetzt auf dem Notebook unterwegs ist. ja. Ähm, Das ist das Menü, relativ Mhm. einfach bedienbar. Viele gehen ja in X360 gar nicht über das Menü, sondern gehen über die Suche. Ja, also wenn Ja. ich jetzt zum Beispiel mich mit dem Thema Lager beschäftigen will, ich habe den Menüpunkt Mhm. nicht, dann möchte ich gerne nach Lager suchen. Wie geht das in X360? Genau, total coole Funktion, weil gerade als neuer Benutzer hast du ja häufig das Problem, du weißt, irgendwo war Ja, so ein Menüpunkt, aber dann bedien einfach das Suchfeld hier oben. ja, Das System fängt sofort an zu suchen nach dem Menüpunkt und zeigt dir ja, alle Möglichkeiten an. ja. Ich suche, glaube ich, nach Lagerartikeln. Mhm. Schauen wir mal, was wir da Ja, finden. Da haben wir ja, sie, die Nicht-Lagerartikel und die Lagerartikel. ja. Und sehr schön ist hier auch zu sehen, ich habe es ganz bewusst oben auseinandergeschrieben, Mhm. aber der Begriff wird trotzdem erkannt, auch wenn er im Menü eigentlich Mhm. zusammengeschrieben wird. Ja. Ähm, Und wenn mich jetzt die Eva anruft, ich weiß im Moment gar nicht den Mhm. Nachnamen, ich glaube Lambert oder Lambrecht oder so ähnlich, Ja, mich ruft die Eva an, eine Kundin, kann ich nach der auch suchen? das ist das echte zweite Highlight innerhalb Ja, dieses einen Highlights, weil ich nämlich auch nach Datensätzen suchen kann. Und wenn ich jetzt hier Eva eingebe, augenscheinlich kein hm, Menüpunkt und ich drücke Enter, dann würden mir alle Datensätze zu Eva angezeigt, egal woher die kommen. Also Stammsätze, Aufträge und ähnliches. also wie eine Google-Suche quasi, ne? Genau, innerhalb des Systems, richtig. Ja, und jetzt habe ich dann zum Beispiel einen Lieferauftrag da, der vierte von Mhm. unten, Mhm. weil sie spricht gerade im Telefon vom Lieferauftrag vom 6.2., dann kann ich da Mhm. direkt dann abspringen, ne? Genau, da klickt man hier drauf und dann geht das Hm? System von hier aus direkt in den Lieferauftrag. Heißt natürlich für dich, du kannst am Telefon unheimlich schnell Auskunft geben, Ja. beispielsweise zu irgendwelchen Fragen. Mhm. So, der ist jetzt auch aufgegangen. Du hast eben nochmal angesprochen, Suche, Menü und das Thema Favoriten. Das Ganze hängt Mhm. relativ eng ja zusammen. Genau. Die Favoriten, wo finde ich die?
Die Favoriten findest du immer hier oben, der Ja, Stern markiert ist und man ja, kann sehr schön sehen, wenn ich hier draufklicke, dass ich mir schon einige Menüpunkte favorisiert habe. Das ja, machen zum Beispiel meine Kunden mit all ihren Dingen, die ihnen so im Tagesgeschäft begegnen. ja, ja, ja. Ja. Und wenn ich da jetzt die Stammdaten meiner Debitoren mit drin haben möchte oder ich möchte die Eingangsrechnung gerne mit drin haben. Genau, dann könnte man zum Beispiel hier oben einfach Eingang eingeben, wie wir es eben Ja, gesehen haben, die Suche wieder bedienen ja, und sagen dann kreditorisch, oh ja, die möchte ich gern dabei haben, klickt hier vorne auf den gelben Stern und ja, zukünftig brauchst du nicht mal mehr das Suchfeld zu bedienen, sondern du findest ja, es zukünftig hier oben in den ja. Favoriten und in der Kreditoren. Ja, ich sehe jetzt gerade, das gehört eigentlich gar nicht zum Thema Favoriten. Rechts neben Hm. Eingangsrechnung und Gutschriften steht plus neu. Mhm, genau, ich kann von hier aus persönlich auch eine super Funktion, finde ich. Ich Hm. kann von hier aus direkt einen neuen Datensatz anlegen. Das heißt, in diesem Fall hier eine neue Ah, Gutschrift oder neue ja, Rechnung oder einen neuen ja, Kunden anlegen ja, oder. ja. Okay, gut. Aber lass mal bei den Favoriten bleiben. Wir haben ja jetzt, du hast Gerne. den jetzt mit dem gelben Stern markiert und dadurch Mhm. ist der jetzt direkt in meinem persönlichen Favoritenmenü dann erschienen, ne? Ja, Der vierte Punkt, den wir uns angeguckt haben, war das Dashboard oder die Dashboards. Was ist denn jetzt eigentlich mhm. richtig? Es sind eigentlich die Dashboards, Hm. weil wir können uns mal 3 verschiedene anschauen, die eigentlich genau das beantworten, was du gefragt hast. Ja, Ich nehme jetzt einfach mal ein Dashboard und starte das, und zwar das des Managers beispielsweise. Ich habe hier oben schon 2 andere Dashboards geöffnet. ja, Das Dashboard ist nach meinem Dafürhalten das am häufigsten verwendete Bild oder die am häufigsten verwendete Maske, wenn unsere Anwender mit dem System starten. Weil ja, diese Dashboards sind rollenbezogen. Wir sehen jetzt hier ja. das Manager-Dashboard, also deine Sicht auf Hm. das Unternehmen, Hm. wohingegen der Vertriebsmanager, ich beispielsweise, hier ganz andere Sichten haben Hm. werden. Und das, was wir eben gerade gesehen haben, als das so ein bisschen grau hinterlegt war, Hm. da aktualisiert sich dieses Dashboard. Ich kann Ja, also auch genau sagen, wie häufig passiert das. Und der ja, Lagermanager hat schon mal wieder einen ganz anderen Blick, als wir beide das haben. ja. Okay. Ja, Da sind Farben drin, lassen sich auch individuell anpassen, aber nur zur genau. Erläuterung, denke ich, ist wichtig zu sagen, du kannst selber Untergrenzen setzen. Also zum Beispiel, wenn du Ja. sagst, ich habe jetzt, ähm, ich muss Rechnung freigeben und wenn es weniger als 3 sind, dann ist grün. Wenn es weniger Mhm. als 8 sind, dann ist es gelb. Und wenn es mehr als 8 sind, dann soll es rot sein. Dann wird er Genau. mir das genauso in dem Dashboard anzeigen. Ne? Genau, genau. Also sowohl Farbe als auch Ja, Grenzwerte kann man selbst ja, definieren. Und auch, ob diese Statistik, die ich jetzt hier ja, sehe, ein Balken oder ein Kuchen ist, das kann man alles ja. selber machen. Dafür braucht man keinen externen. Ja, also das lässt sich selber anpassen, aber diese Dashboards, die Mhm. wir jetzt hier sehen, die kommen alle so im Standard direkt auch mit, ne? Genau, Für den also HVX Einstieg. 360, genau, wird mit einem großen Blumenstrauß an Dashboards Ja, ausgeliefert, für jede Rolle das passende Dashboard. ja. Wenn wir jetzt den fünften Punkt angucken, dann kommen wir in den Bereich eigentlich, wir nennen das allgemeine Abfragen. Und zwar lass uns mal Mhm. ruhig damit starten. Wir haben das ganze Thema Sortieren, Filter und Pivot-Tabellen. Jeder, Ja. der an Pivot-Tabellen denkt, der denkt Mhm. ja an Excel Mhm. ähm, und muss ab heute umlernen. Lass uns doch mal einsteigen. Lass uns mal eine allgemeine Abfrage öffnen und lass uns mal gucken, wie wir da drin sortieren, Mhm. wenn wir Machen wir damit mal es, starten wollen. genau, genau. Ich mache das jetzt wieder über die Hm? Suchfunktion, weil es für mich einfach die schnellste Art ist, mit dem Ja, System zu arbeiten. Wenn ich richtig schreibe, und Bestellung schreibt sich nun mal nicht mit 3 L, sondern nur mit 2. ja, Dann habe ich hier zunächst einmal die Übersicht meiner Bestellung ja. und könnte jetzt hier, wie man das aus Excel kennt, in diesen Spaltenköpfen agieren. Das heißt also, ich kann hier Sortierung einstellen, Filter einstellen und Hm. ähnliches. Ja. Ja, Das heißt, du kannst jetzt hier und aufsteigend und absteigend sortieren, genau, ja? genau, das Oder kann ich kannst du auch machen. einen Filter setzen, ne? Ich kann das auch kombinieren. Also, ich könnte auch Ja, sagen: Zeig mir doch mal meine Bestellungen, die ja, aktuellsten oben. Das heißt also, die jüngsten ja, Bestellungen stehen natürlich oben und die bitte in dem Status alle, die offen sind. Also, nehme ja, ich den jetzt mal raus hier, Moment, und sage: „Okay, dann habe ich alle meine offenen Bestellungen ja, und okay. absteigend sortiert." Ja. Und Und, jetzt interessieren mich nur die aus dem April mhm, 2024.
Da gibt es zwei Möglichkeiten für. Auch hier kann ich setzen, Ich ein hoffe, da kommen welche. Datum, Ja. ja, ich muss vorher mal gucken, nee, da Hm. kommen aus 2024, April werden noch keine dabei sein, aber aus 01/24, Moment, bis 30.04.2024, da sind auf jeden Fall Ja, welche ist ja dabei, nämlich diese Demo-Umgebung. hier. Da sind immer so viele Daten. Genau, Wunderbar. Ich würde gerne nochmal wieder alle Bestellungen sehen. ja. Dann lösche ich diesen Status Hm. einfach, diesen Filter, Entschuldigung. Ähm, ja, Ja. so, da sind sie Ähm, wieder alle. ja, ich würde jetzt gerne mal so einen Überblick haben über meine offenen Bestellungen. Mhm. Und dafür eignet sich ja eigentlich diese Pivot-Tabelle, ne? Genau, das wäre jetzt mein Vorschlag. Lass uns ein Ja. Pivot bauen gerade eben, Hm. ja? Dann würde ich hier auf die 3 Punkte gehen, dann als Pivot speichern und dann habe Ja. ich die Möglichkeit, Offene. dem Kind zum Ja. Beispiel, oder Überblick, genau. Ja. So, jetzt öffnet sich ein Pivotbild, wie wir es Ja. eigentlich kennen. Und ich würde jetzt hier beispielsweise den Lieferantennamen in die Zeile nehmen. Ja. Ich würde den Wert, Moment, lass mich mal schauen, nicht abgerechnete. Offene Menge. Offene Menge ist das, glaube ich, ne? Ach ja, genau, offene Menge, vielen Dank. Ja. So, und in die Spalten können wir beispielsweise dann das zugesagte Lieferdatum sagen. Ja. Und wenn ich dieses zugesagte Lieferdatum jetzt auch noch nur auf den Monat beschränken möchte, könnte ich hier im Datumsteil sagen, okay, ich möchte gerne den Monat nehmen. Aufsteigend Das sortiert sind nach die Wert. Spalten, dass wir sozusagen Monatsspalten haben, ne? Genau. Genau. Hm. Und jetzt könnte ich hier auch noch die Sortierung ändern, Ja. also nach Anzeigewert oder nach Wert. Und Wir müssen wenn jetzt ich noch das, den Status, den Filter setzen einmal, dass wir nur die offenen uns angucken wollen. ja, das können wir machen. Dann nimmt man dieses Feld einfach und zieht es nach hier oben. Ja. Und jetzt habe ich einen Status, den ich selektieren kann und nehme jetzt mal den Filter, Entschuldigung, den Filter hier raus Hm. und sage, ich möchte gerne nur, welche wolltest du haben, Dirk? Die Die offenen, ne? offenen, ja. Ja, ich kann die jetzt Alle hier alle zurücksetzen. anklicken. Ach so, oder so, ja. Ja, oder so, wie man das gerne Hm. möchte. So, und jetzt habe ich den Filter gesetzt, meine Ja. Zeilen und Werte definiert Ja. und meine Spalten. Um das Ergebnis zu sehen, einfach hier wieder auf das Zahnrad klicken und dann sehe ich das nach den einzelnen Werten pro Monat. Das ist ja sensationell. So Ist genau cool, das ne? wollte ich haben. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei ALSP Beckenbauer auf Februar klicke, Genau, dann das sehe ist ich die Bestellung oder die Bestellung. richtig. Dann Ja. springt man direkt ab in den jeweiligen Datensatz. Und das sind zusammen 65 Einheiten gewesen. Und das ist das, was Ja. wir eben hier im Bestellüberblick in der Ja. einzelnen Spalte Ja. gesehen haben. Habe ich so noch nie in einem anderen ERP-System. Ich kenne sie nur nicht alle, aber noch nie gesehen. Finde ich großartig. Ja. Und das ist ja überall so, ne? Weil das ist ja ich sag mal so, unser Highlight Nummer 6. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, das zu vereinbaren. Dieses Look and Feel und diese Bedienung, die ist überall identisch, ne? Die ist absolut überall identisch. Es fängt Ja. an mit dieser Zeile, die man hier oben sieht. Das heißt, man kann eine Anzeige aktualisieren, man kann Ja. Datensatz aufnehmen oder auch an Excel ausgeben. Ja. Das ist in jeder Maske identisch, genau. Ja. Das sieht Das man auch heißt- sehr schön, wenn ich jetzt hier auf die Okay. Kunden springe, dann Ja. sieht das hier eigentlich genauso aus hier oben. Ja. Wollen wir nochmal genau, wir haben jetzt diese Abfrage, wenn wir da jetzt zum Beispiel, da sind ja so Reiter, das sind einfach gespeicherte Filter, ne? Oder Genau, Pivot-Tabellen. ich habe das jetzt hier noch nicht gespeichert, aber ich könnte Ja. jetzt hier speichern und ab sofort habe ich diesen Reiter fest bei mir eingebunden. Ja, okay. Das heißt, du hast dann alle Datensätze, meine Bestellung, du kannst auch zum Beispiel Bestellung Standort Hamburg, ja, Zum Beispiel, je nachdem, oder da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. überfällige Bestellung, Genau. dass du sagst, mach hier einen Ja. Filter, Dinge, die eigentlich schon seit 3 Tagen hätten geliefert werden sollen. Genau. Und so hast du dann da deine Reiter. Mhm. Aber so eine Web-Applikation hat ja eigentlich, ich meine, die Webbrowser haben heute alle mehrere Reiter. Funktioniert denn das auch, dass man parallel in mehreren Reitern arbeitet?
Auf jeden Fall. Man sieht das schon sehr schön hier oben. Ich habe Hm. hier parallel schon einige Reiter Ach geöffnet ja, und ja, ich könnte jederzeit jetzt in irgendeinen Menüpunkt hier gehen. Ich nehme jetzt mal die Lieferanten, ja, rechte Maustaste, neue Registerkarte und dann öffnet sich hier oben Reiter und ich ja, komme genau an die Stelle, die ich mir gewünscht habe und sehe meine Lieferanten. ja. Ähm, und den Export hast du schon gezeigt. Kannst du hier mal so einen Export aufrufen? Ja, also der EXO-Export beispielsweise, der Ja. ist ja bei allen Systemen gleich. Jetzt läuft kurz die Zeit, dann öffnet sich ein Hm. Dialog und fragt mich, wo ich das speichern möchte Ja, und dann habe ich meinen Export fertig. okay. Da kommt Ähm, die Abfrage. ja, er macht ja bei mir nicht, er packt das immer direkt in Download, aber das kann ja jeder einstellen, glaube ich, wie er will. Genau, genau, das Ne? kann man machen, wie man das gerne möchte, richtig. Ähm, und wenn wir jetzt noch mal vielleicht in die Bestellung reinspringen, weil das fand ich Mhm. eigentlich gehen wir ruhig in alle Datensätze. Wenn wir uns jetzt so einen Datensatz angucken wollen, ne? Wenn ich jetzt, gibt es Mhm. hier auch eine Bestellung von Eva? Lass mal gucken. Ich weiß es gar nicht. Das sind aber Lieferantennamen, hier wird keine Eva bei Ja, sein. okay. Dann ist da keine Eva, dann nimm mal irgendeinen Lieferanten. Nehmen wir die oberste Bestellung. Du hast da rechts noch so Symbole. Mhm. Ich glaube, da sollten wir noch mal ganz kurz erklären, das haben wir noch gar nicht erklärt, ne, was das ist. Das ist ja auch Ja, also überall, wo das Sinn gemacht hat, gibt es diese mhm. Symbole. Was tun die? Das ist ein sogenanntes Side-Panel-Menü, heißt das bei Haufe, Ja, und das habe ich hier in meinen Demodaten beispielsweise auch im ja, Kundenbereich, wo ich sehr schnell Auskunft darüber geben kann, was ist denn mit diesem Kunden überhaupt? Und wenn ich das jetzt hier hm. aufklappe, dann sehe ich Ach, beispielsweise hier, wie der derzeitige Status in Bezug auf Aufträge und Angebote ja, ist, auf Lieferung, auf Rechnungen, auf ja, das Zahlungsverhalten und auch auf Aktivitäten, weil das Haufe hm. X360 ja auch das CRM mit im Bauch hat. Ja, finde ich super. Wir sind schon Mhm. fast am Ende. Einen haben wir noch. Ähm, Ja, und zu guter Letzt haben wir uns überlegt, wir wollten noch mal die Historie zeigen, weil ich finde, die ist auch immer so mhm. hilfreich. Ich weiß, da hat vorhin jemand angerufen, ich habe das noch nicht zu Ende gemacht und will da jetzt noch mal zu dem Kunden zurück. Wo finde ich denn das, Genau. was ich in der Vergangenheit gemacht habe? Und wie komme ich da, wie ist der schnellste Weg sozusagen dahin wieder zurück? Der schnellste Weg ist, neben dem Suchfeld gibt es hier so eine Uhr und wenn ich auf diese Uhr Ja, klicke, dann dreht die sich auch einmal, damit man das sehen kann. Und jetzt sehen wir, ja, dass wir zuletzt hier was gemacht haben. Ich kann auf die letzten Datensätze gehen, ja, die grundsätzlich oder, so wie du es gesagt hast, wann fand denn der letzte Kontakt in irgendeinem Auftrag statt? Und dann sehe ich ja. das hier. Ah, Oder okay. auf So. Benutzerebene oder. Ja, das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, da ist ein Benutzer und ich will den wollte ich noch anpassen. Ähm, Genau. ne? Und dann sorge ich dafür, dass der Tom Neumann jetzt zum Beispiel Administratorrechte oder nur noch Leserechte hat. Das kann ich dann Zum machen, wenn Beispiel, ja. ich da reinspringe. Ne? Genau. Super, Tom, hast du großartig gemacht. Finde ich ganz toller Vielen Dank. Überblick. Ich glaube, diejenigen, die unser altes Video kennen zur Navigation, die werden noch feststellen, da hat sich sehr viel in den letzten 18 Monaten getan oder 24 Monaten getan. Definitiv. Ja. Ähm, und ja, HaufX 360 macht Spaß, macht immer mehr Spaß. Dir Mhm. ja auch, wenn ich in dein Mhm. Gesicht schaue. Du hast ja auch deine Freude. Und dann Ja, danke dir ganz herzlich für die Demo, für den Einblick und dann tschüss und zurück zu Inga, ne? Tschüss. danke. Ciao. Vielen Dank, ihr beide. Ich finde, das war ein toller Überblick zum Einstieg in Haufe X360. Und falls du jetzt noch Fragen haben solltest, dann kannst du sie natürlich gerne stellen. Unsere Kontaktdaten findest du wie immer unten in der Beschreibung zum Video. Und ansonsten kannst du uns natürlich auch gerne einen Kommentar oder ein Like hinterlassen. Bis bald.